Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy X. Ich habe mal ein bisschen versucht, meine Audioqualität zu verbessern, so wie im Spiel als auch außerhalb des Spiels, zwecks der Mikrofoneinstellung oder beziehungsweise des Mikrofons. Und ja, das werde ich jetzt erstmal austesten, wie der Part hier läuft von der Audioqualität her. Und eine Neuerung gibt es auch. Nun kommen 30 Minuten Videos. Und ja, bevor ich hier lange wieder rumlabern, will ich erstmal hier weitermachen. Oh, almost forgot. Das Sphärobrett. Die Statuswerte der Charaktere entwickeln sich fort, wenn auf dem Brett Spheroiden eingesetzt werden. Schauen wir uns einmal an, was geschieht. Wenn Sie das Sphärobrett vom Menü aus anwählen, springt der Cursor auf den ausgewählten Charakter. Sie können den Cursor mit den Pfeiltasten bewegen. Wenn Sie nun auf das Sphärobrett schauen, sehen Sie Felder, auf denen Sie zum Beispiel Abwehrkraft erhöhen und Abilities erlernen können. Dies sind die sogenannten Aufbaufelder. Durch das Freisetzen dieser Aufbaufelder wird der Charakter aufgebaut. Der Charakter muss in die Nähe des Aufbaufeldes gebracht werden, um es freizusetzen. Gehen wir es mal schrittweise durch. Wenn Sie X drücken, kehrt der Cursor auf den Charakter zurück, ein Menüfenster öffnet sich. Wählen Sie jetzt Bewegen. Felder, auf die Sie sich bewegen können, leuchten auf. Der Bewegungsbereich hängt vom SLV-Sphäro-Level des Charakters ab. Der SLV steigt, wenn man an Kämpfen teilnimmt und genügend AP sammelt. Ein Charakter erhält nach Kämpfen AP, die zum Erhöhen des SLV dienen. Wenn Sie sich auf dem Sphärobrett bewegen, brauchen Sie SLV. Nimmt ein Charakter nicht an Kämpfen teil, erhöht sich weder seine AP noch der SLV. So bleibt der Charakter immer schwach. Zurzeit ist Tidus auf SLV 4, er kann sich also 4 Felder bewegen. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht so weit bewegen, Sie könnten dazwischenliegende Aufbaufelder verpassen und damit den Aufbau des Charakters verzögern. Bewegen Sie sich also nur ein Feld und erlernen Sie die Ability anfeuern. Sie brauchen nicht direkt auf das betreffende Feld vorzurücken. Sie können es auch vom Nachbarfeld aus freisetzen. Wählen Sie Ihren Zielort. Setzt sich der Charakter in Bewegung, verbraucht er dabei SLV. Ist Ihr Zielort erreicht, werden Sie noch mal gefragt, ob Ihre Entscheidung endgültig richtig ist. Ist sie es, wählen Sie Ja. Diese Wahl ist verbindlich, Sie können sich nicht mehr umentscheiden. Möchten Sie dennoch verpasste Aufbaufelder freisetzen, müssen Sie SLV verbrauchen und zurückkehren. Wenn ein Feld bereits passiert worden ist, verbrauchen Sie für 4 Felder nur ein SLV. Wenn Sie sich jedoch ständig hin und her bewegen, verschwenden Sie Ihre SLV. Denken Sie also gut nach, bevor Sie handeln. Nun, wenn Sie sich bewegt haben, sollten Sie jetzt die Aufbaufelder freisetzen. Um diese Aufbaufelder freizusetzen, werden Spheroide benötigt. Diese erhält man zum Beispiel nach einem erfolgreichen Kampf. Drücken Sie X und wählen Sie Benutzen. Eine Liste der Spheroiden, die Sie besitzen, erscheint. Jeder Spheroid hat eine bestimmte Eigenschaft. Ein Kraftspheroid setzt zum Beispiel die Felder Angriffskraft, Abwehrkraft und HP frei. Ein Ability-Spheroid setzt Ability-Felder frei. Sie können jederzeit Aufbaufelder freisetzen, auf denen Sie sich gerade befinden, sowie solche, die direkt neben Ihnen platziert sind. Das heißt also, vom Feld, auf dem Sie sich jetzt gerade befinden, erreichen Sie nur das Ability-Feld. Folglich können Sie nur Ability-Spheroiden benutzen. Wählen Sie nun den gewünschten Spheroiden. Die Aufbaufelder, die freigesetzt werden können, leuchten auf. In unserem Beispiel haben wir einen Ability-Spheroiden gewählt, sodass auch nur das Ability-Feld aufgeleuchtet. Wählen Sie nun ein Feld aus. Das freigesetzte Feld leuchtet auf, der Charakter hat einen Ability-Spheroiden verbraucht und dafür eine Ability erlernt. Wiederholen Sie den Vorgang, um Parameter wie Angriffskraft, Magie oder die maximale HP bzw. MP-Werte zu steigern. Benutzen Sie dementsprechend Kraft, Wunder und Zeitspheroiden, um die gewünschten Werte zu steigern.
Alle Aufbaufelder, die sich auf dem Sphärobrett befinden, können von einem beliebigen Mitstreiter freigesetzt werden. Sie können auch Felder freisetzen, die bereits zuvor von anderen Mitstreitern freigesetzt worden sind. Die Sphärostops auf dem Sphärobrett sind zurzeit nicht passierbar. Wenn es soweit ist, erfolgt eine Erklärung. Soviel zu den Grundlagen des Sphärobrett verfügt über einige praktische Funktionen. Die aktuellen Statuswerte der Charaktere sind mit Dreieck einsehbar. Ziehen Sie stets die aktuellen Statuswerte in Betracht, wenn Sie Charaktere aufbauen. Mit L1 und R1 können Sie zwischen Charakteren, die Sie bewegen möchten, wechseln. Diese Funktion erweist sich als praktisch, wenn Sie mehrere Charaktere aufbauen oder ihre Statuswerte vergleichen möchten. Außerdem können Sie mit Select einen Überblick über das gesamte Sphärobrett gewinnen. Soviel zum Sphärobrett, bauen Sie nun Tidus auf. Ja, das wird noch richtig Arbeit, das Sphärobrett. We found some ancient ruins right beneath us. It's not active now, but there should still be some power left. We're gonna go down there and activate it. And then we should be able to salvage the big prize. Okay, let's get to work. Roger. Ach Mann, jetzt müssen wir auch noch die Drecksarbeit für ihn machen. Ah, Gott. Statt die uns erstmal richtig verpflegen, müssen wir ja so eine komische Ruine besuchen und ja, irgendwas an Technik wieder zum Laufen bringen und ja, naja. Oh Gott. Unterwasserviecher. Du kannst das mal klauen. Und ich das mal an. Nee, was? Ich will doch nicht Items angreifen. Ja, mit dem Mikrofon mal gucken. Ich finde, das ist schon besser als das von den 3 davorigen Parts. Mal gucken, wie sich das dann jetzt nach dem Bearbeiten des Videos anhört. Und ja, muss ich alles noch ein bisschen austesten. Soll ich speichern? Nee, ich mache es einfach mal. Ja, ich lege lieber mal eine Speicherdatei ein. Nicht, dass ich vergesse, irgendwie die Aufnahmetaste zu drücken und dann ordentlich richtig gedrückt wird. Und dann bin ich am Arsch. Ja, auf Technik draufhauen, das hilft immer. Das ist immer sehr gut. Ups. Oh Gott. Was sind das denn? Die Piranha? Ja, Piranha. Piranha. Rico kann letztendlich mehr die kleinen Fische beklauen. Wäre zwar effektiver, wenn sie auch angreift, aber ich will erstmal ein paar Handgranaten haben für den Gegner, der gleich kommt. Dann verschlechtert sich der Kampf ein bisschen. Weil die machen dann doch ein bisschen mehr Schaden als Tidus in normalen Angriffe. Scheiße.
Hätte ja klappen können. Und tschüss mal. Ich hoffe auch, dass auch der Spielsound diesmal in Ordnung ist. Der war ein bisschen zu leise bei den ersten 3 Mal. Genau wie meine Stimme, die war irgendwie sehr basslastig, wie ich finde. So, wollen wir mal. Oh Gott. Oh mein Gott. Ein Polyp. Ja, unser. Wie viel der Boss ist denn jetzt schon? Der dritte, glaube ich, ne? Ja, es ist ein komisches Teil. Dann unter Wasser das eine Viech und dann das. Das müsste jetzt, glaube ich, der dritte Boss sein. Oh, noch ganz easy. Er ist außer Reichweite. Die extra Befehle im Kampf sind manchmal für spezielle Befehle verfügbar, auf die per Steuerkreuz links irgendwie Fenster zugegriffen werden kann. Ja. Schutzwerte. Das würde ich jetzt erstmal. Oh Gott, ich bin so. Oh, ja. Kann ich warten, dass ich so müde bin, ey. Okay. Ja, man erhofft sich ja noch, oder Tidus erhofft sich ja noch, dass er irgendwann mal eine Erklärung bekommt, wo er ist, was passiert ist. Naja. Ja, weiß es ja immer noch nicht. Und gleich ist er der komische Typi. Sag tschüss, Mann. Los, komm, das war jetzt der letzte, hoffentlich. Nein, immer noch. Scheiße. Jetzt aber. Tschüss, du scheiß Ding. Ja, mal, ich fahr weg. Irgendwie ist es schön, dass ich jetzt schon 30 Minuten hochladen kann, nachdem ich mein Konto aktiviert habe. Vorher ging da bloß 15. Jetzt habe ich mich ein bisschen schlauer gemacht. Und jetzt weiß ich ja, wie es geht. So, ist jetzt erstmal wieder an Bord vom Schiff. Und gucken, was unsere Belohnung ist, ja. Vielleicht bekommen wir ja was Schönes. Oder auch nicht. Vielleicht passiert ja was Schlimmes. Oder was Schönes. Wer weiß das schon.
futra ersche. Tradanukt van een neger. Wieso nimmt er erstmal abgeschüttelt? Ruftu, tungadie. We, Wicheta. Verlass mal. Hey, I helped out, didn't I? Hungry. Boah, fressen. Whoa! Right on. Hey! It's because you eat too fast. Hey! Hello there. What is your name? Riku? Wow! You really do understand. Woo-hoo! Huh? Why didn't you say so earlier? I didn't get a chance to. Everyone thought we were a fiend. We? Oh, we means you. Who are you guys anyway? We're Al Bed. Can't you tell? Wait, you're not an Al Bed hater, are you? I don't even know what an Albed is. Where are you from? Zanarkand. I'm a blitzball player. Star player of the Zanarkand Abes. Did you hit your head or something? You guys hit me? Oh, right. Do you remember anything before that? So I told her everything there was to tell about Zanarkand. About life there, Blitzball, and Sin's attack. And about how Aaron and I were engulfed in this light. I just said things as they came to mind. But then I started to wonder. Did I say something funny? You were near Sin. Mm-hmm. Don't worry, you'll be better in no time. They say your head gets funny when Sin is near. Maybe you just had some kind of dream? You mean I'm sick? Because of Sin's toxin, yeah. You sure? Yeah, there is no Zanarkand anymore. Sin destroyed it 1,000 years ago. So no one plays blitzball there. Huh? What do you mean, 1,000 years ago? But I saw Sin attack Zanarkand. You're saying that happened 1,000 years ago? No way! Oh mein Gott. Das wird immer spannender mit der Geschichte. Gleich mal weiter labern, ja. You said... You play blitzball? Uh-huh. You know, you should go to Luca. Someone might know who you are, or you might find someone you recognize. Luca? Huh.
Okay, leave it to me. I'll get you to Luca. Promise. You'd rather stay here? Okay, I'll go tell the others. Wait here. Oh, and one thing. Don't tell anyone you're from Zanarkand, okay? Yevon says it's a holy place. You might upset someone. Oh, My Zanarkand? Some kind of holy place? Yeah, right, I thought. Since when? Yevon? Sin? Luca? I thought Sin just took me to a faraway place, that I could go back in a day or two. But 1,000 years into the future? No way! Whoa, whoa! Itonik! Whoa! Wow! Oh mein Gott, ja. Es kann nicht sein, dass Tidus auf einmal 1000 Jahre gereist ist. Oh Gott. Und wir wurden schon wieder von irgendwas mitgenommen. Riku! Blitzball! Hey, you okay? Hey! Oh mein Gott, scheint so, als würden wir wieder einen Weg zurückfinden oder so. Es sind auf einmal normale Menschen. Es ist eine Zivilisation. Auch warum wir erstmal nicht drüber wollen. Ja. Mal gucken, was er zu sagen hat. Dieser Typ hier. Mal gucken. Yo! Hiya. You wanna try that move one more time? Finally. Things were starting to look up. You know amateur. Who you play for? The Zanarkand Abes. What team you say again? I meant
forget that. I got too close to Sin, and my head's all foggy like. So, I don't know where this place is, or even where I came from. Sin's toxin got to you, but you're still alive. Praise be to Yevon. All right, back to practice. I'm Waka, coach and captain of the Besaid Aurochs, brother. What, you hungry? Okay, back to the village. I'll get you something. Cool, jetzt sind wir anscheinend doch gerettet. Die Typ will uns helfen, wir bekommen was zu essen. Und ja. I felt like I could trust this Waka, so I just had to ask. It's true Zanarkand was destroyed, right? 1,000 years ago? So it's just a big pile of rubble now, isn't it? Long time ago, there were a whole lot of cities in Spira. Big cities with machina, machines to run them. People played all day and let the machina do the work. And then, well, take a look. Sin came and destroyed the machina cities. And Zanarkand along with him. Yeah, that was about 1,000 years ago. Just like you said. If you ask me, Sin's our punishment for letting things get out of hand. What gets me though, is we gotta suffer because of what some goofballs did way back when. Of course, we must always repent for our sins. That's important. It's just that it's hard to keep at it sometimes, you know? It was just as Riku said. Waka and Riku couldn't both be lying. Why would they? But you from the Zanarkand days, that was a good one, huh? Hey, I'm not saying that team never existed, yeah? But you gotta figure, a team living in luxury like that be pretty soft, eh? I appreciated the fact that Waka was trying to cheer me up. But at that time, all I could think about was everything that happened to me. All this started with Sin. Maybe if I could find Sin one more time, I could go home. For now, I just lived life until that time came. No more worrying about where or when I was. Sure, it was hard not to think of home, but I started to feel better already. A little better. Maybe. Gut, und wie es jetzt weitergeht, wie die Geschichte fortfährt, was, ja, nee, was passiert ist, haben wir gerade erfahren, dass, ja, Zanarkand auf einmal vor 1000 Jahren zerstört wurde und so. Das, ja, haben wir jetzt erfahren, und was es zu essen gibt und wie es weitergeht, erfahren wir dann im nächsten Teil. Tschüss.